Ich weiß eh nicht, was ich sagen soll, und hier ist eine Wespe. Was ist das denn für ein Willkommen zu unserem Review von Lazy Spa Miami. Ich bin ja kürzlich umgezogen in diese tolle Wohnung hier mit Dachterrasse und da habe ich natürlich auch überlegt, was bietet sich an, so ein Whirlpool bietet sich an, um den leeren Platz zu füllen. Noch 2-3 Tage vorher habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht. Und was war? Kommt Alex. Nach dem 2., 3. Bier war klar. Servus Lapskaus, muss sich so ein Whirlpool auf die Terrasse stellen. Also was haben wir gemacht? Auf zum Baumarkt, zum Bauhaus, und was da wirklich super war, da waren 3-4 Stück ausgestellt, die man dann gleich anschauen konnte. Und da hat man schon ein bisschen auch die Unterschiede gesehen. Die Intakes waren ein bisschen stabiler gebaut, das Plastik war ein bisschen dicker und texturierter. Der Lazy Spa 140 € billiger, etwas einfacher, vom Material her eher wie ein Schlauchboot, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis 297 €. Die Entscheidung war klar, nachdem der Geldbeutel etwas enger sitzt im Moment, Lazy Spa. Da unten abonnieren und da ist auch so eine Klingel, keine Ahnung, was die eigentlich macht. Oh, das ist in die Eier. Voll auf die Eier. Okay, also was ja leider nicht dabei war im Lieferumfang, ist eine Plane, die man unter den Pool legen kann. Da war uns aber die Dame im Baumarkt gut gesonnen und hat uns den tollen Tipp gegeben, wir sollen einfach Kunstrasen nehmen. Den haben wir gekauft, 2 Rollen, ich glaube 2 Quadratmeter die Rolle für 6 €. Haben wir drunter gelegt und anschließend abgeschnitten. Also auch so ein bisschen hat Noppen, also das fault jetzt auch nicht gleich weg. Also ich glaube, das ist perfekt und ist auf jeden Fall die günstigere Alternative als so eine Poolplane. In Holland gab es leider einige negative Zwischenfälle mit diesen kleinen Pools für zu Hause. Da wurden einige Leute gegrillt. Da gab es irgendwelche Probleme mit Schutzschaltern und Elektrizität und der Pumpeneinheit. Leider nicht so schön. Das ist auf jeden Fall bei diesem Gerät hier besser geregelt. Ist auf jeden Fall vom deutschen TÜV geprüft. Wir haben hier auch in der Außensteckdose auf jeden Fall wasserdichte Schutzschalter. So ein FI ist da, glaube ich, drin. Da kann man also ruhigen Gewissens ins Wasser steigen und muss sich keine Gedanken machen, denn der deutsche TÜV passt auf uns auf. Was war dabei? Es war dabei natürlich der Pool selber, die Pumpe und eine Abdeckung, eine aufblasbare Abdeckung, die ein bisschen isoliert. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also dieses neue Modell von Lazy Spa hat auch noch das Camp Connect, wo man Chemikalien ins Wasser automatisch abgeben kann. Aber da waren natürlich keine Chemikalien dabei. Das ist ein bisschen schade, dass da nicht irgendwie so ein Starter-Set dabei war. Aber ansonsten kann man sich nicht beklagen, für das Geld ist wirklich super. Also top. Also wenn ich jetzt der Einzige hier mit so einem Pool wäre, dann hätte ich vielleicht manchmal Skrupel, das Ding zu betreiben, weil es relativ laut ist. Allerdings eigentlich auch nur im Sprudelmodus, da die Luftpumpe läuft, die die Luft in den Pool reindrückt, damit die Blasen rauskommen. Die Pumpe an sich, die das Wasser umwälzt und filtert, ist eigentlich relativ leise. Dabei ist ja auch so ein Deckel mit so Luftkammern, die man aufblasen kann. Wir haben festgestellt, dass das schon relativ gut isoliert. Also am Abend bei 32 Grad verlassen, am nächsten Morgen mit 31 Grad ohne Heizung wieder aufgemacht. Der größte Kostenfaktor an dem Ding ist natürlich der Strom, weil dieses Teil braucht 2 Kilowatt, um die Heizung zu betreiben. Und das heißt 2 Kilowattstunden in der Stunde, um das Wasser 1,5 bis 2 Grad aufzuwärmen. Das ist natürlich schon heftig, wenn das Wasser mit 10 Grad aus der Leitung kommt und man irgendwo bei 40 aufhören will. Das ist dann schon krass. Aber im Sommer, wenn man es kühl haben will, sich erfrischen will, kann man das auch ein bisschen kostengünstiger betreiben.
und sich ins kühle Nass begeben. So geil. Also der Lazy Spa hat ja seit 2019 eine Neuerung dabei für die Verteilung der Chemie. Das ist das sogenannte Chem Connect, wie die Kollegen sagen. Jesus Christus Christian, sowas kannst du doch nicht machen. Im Chemieunterricht nicht aufgepasst. Nein, also Chem Connect, da tut man die Tabletten rein. Da tut man die Tabletten rein und wird direkt das Wasser, das in den Pool zurückströmt, durchgedrückt. Da kann man dann Chlor rein tun oder Anti-Algen oder pH oder was auch immer. Ja, unsere Erstausstattung an Tabletten hat ungefähr 11 € gekostet für 20 Gramm Tabletten, war aber doch so ein Oschi, also ich glaube 1 Kilo oder so. Ich denke, das mit den Chemiekosten hält sich in Grenzen, wenn man da tagtäglich schaut und darauf achtet, dann dürfte man da gar nicht so viel davon brauchen. Was vielleicht ganz gut wäre, wenn man immer wieder mal mit pH-Messstreifen guckt, ob das Wasser im richtigen pH-Bereich ist. Wenn nicht, kann man da pH+ oder pH- Pulver dazu geben und dann pendelt sich das gut ein. Also wie lange das Wasser drin bleibt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Da muss ich erst noch Erfahrung sammeln, aber mein Ziel ist schon, das Wasser so lange wie möglich drin zu lassen, vielleicht sogar die ganze Saison. Aber ich denke, das kostet auch Arbeit, also man muss oft prüfen und oft zugeben, aber eine Füllung Wasser würde ungefähr 5-6 € kosten und Dauer wäre ungefähr eine Stunde. Für die Füllung. Für die Füllung. Also für 300 € muss man sagen, ich bin mehr als positiv überrascht und hätte ich so viel Platz wie der Olli auf der Terrasse, ich würde morgen in den Baumarkt flitzen und mir so ein Ding besorgen. Ich bin echt krass positiv beeindruckt. Also es ist eigentlich alles dabei, was man braucht, um sofort loszulegen, außer ein bisschen Chemie und die Matte unten drunter, aber ansonsten alles im Lieferumfang dabei. Es macht einen soliden Eindruck. Klar, man darf jetzt auch keine Weltwunder erwarten, aber das Ding blubbert, das Ding heizt, das Ding ist dicht, das ist stabil und ey, für 300 € ein Whirlpool auf der Terrasse, come on. Ey, sauber Duck. Ist das geil. Also der Lazy Spa Miami für 297 €. Wenn das dabei bleibt, dass das Ding dicht bleibt und die Elektrik standhält, die Pumpe ganz bleibt, die Heizung funktioniert, dann glaube ich, ist das eine der geilsten Anschaffungen der letzten Jahre für mich. Weil die letzten 2 Tage waren 2 Urlaubstage, sei es bei 35 Grad, ins kalte Nass zu springen und sich ein kühlendes Sprudeln zu holen oder jetzt hier abends im warmen Wasser zu liegen und dann später hoffentlich die Sterne zu sehen, ist einfach nur geil. Also ich weiß nicht, für mich 5 Sterne von 5, Top-Teil. Überlegt's euch, bis dann. Juhu. Also über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst uns wissen, lasst uns gerne einen Kommentar oder ein Feedback da. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr habt viel Freude mit dem Video. Bis bald.